Hallo, willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie ihr mit der DJI Action 5 oder der Osmo Pocket 3 über die DJI Mimo App auf YouTube live streamen könnt. So, ihr startet die Kamera. Und dann geht ihr auf Livestream und wählt RTMP aus. YouTube funktioniert nicht, zumindest bei mir. So. Hier müsst ihr nun als erstes euer WLAN-Netzwerk auswählen. Dann braucht ihr euren YouTube Stream Key. Und den bekommt ihr, indem ihr auf YouTube Studio geht, auf Erstellen und Livestream starten. So, dann einfach auf Jetzt, oder falls ihr den für einen bestimmten Zeitraum starten möchtet, klickt ihr auf zukünftiges Datum und Streaming Software auswählen. So, hier braucht ihr einmal diesen Stream-Schlüssel. Hier oben rechts findet ihr eure Streaming-Einstellungen, Name, Kategorie und alle sonstigen Settings. Stellt das so ein, wie ihr das haben möchtet. Wichtig ist, dass ihr immer Streaming-Software auswählt. So, als nächstes müsst ihr die Stream-URL einmal kopieren, Slash und den Stream Key, den fügt ihr jetzt auch ein. So, jetzt habt ihr hier oben diesen Link und den Link müsst ihr auf eurem Handy in der DJI Mimo App einfügen. So, den habe ich mir schon rüber kopiert. Hier ist der Link. Dann gebt ihr noch, ja, sollte funktionieren, Horizon Steady, Livestream starten auswählen. Livestream wird ausgeführt. Hier unten steht Live. Und hier in YouTube ist der Livestream jetzt verfügbar. Ja, und ich bin live, der Stream ist online und alles funktioniert. So einfach war's. Ihr könnt euren Livestream auch starten, wenn ihr zum Beispiel von unterwegs aus streamen möchtet. Müsst ihr das allerdings hier vorbereiten. Und zwar klickt ihr auf Verwalten, Streamplan, gebt die Informationen ein, die ihr benutzen möchtet, beziehungsweise die Informationen vom Livestream, Name, Beschreibung. Kategorie, genau, weiter, anpassen, alles aktivieren, natürlich öffentlich, dann vielleicht noch direkt den Zeitpunkt eintragen, wann ihr streamen möchtet. Dann machen wir das einfach mal aus 18 Uhr. Zack. Fertig. So, hier habt ihr nun dieselben Daten.
die Stream-URL, den Stream-Schlüssel und die Daten könnt ihr genauso bzw. tragt ihr genauso ein, wie ich euch das gerade gezeigt habe in der App. Das Einzige, was ihr hier noch machen müsst, ist, ihr startet Automatik starten. Das heißt, sobald ihr über die Mimo-App den Stream startet, wird euer Livestream auf YouTube gestartet. Das heißt, ihr müsst nicht mehr am PC sein, um den Livestream zu starten. Ihr könnt von unterwegs über die App, indem ihr euren Stream-Key und die Stream-URL einträgt und auf Starten drückt, direkt auf YouTube Live gehen. So, wenn ihr hier natürlich noch automatisch beenden aktiviert, würde ich euch empfehlen, sobald ihr den Stream in der DJI Mimo App beendet, ist auch euer YouTube-Stream beendet. So könnt ihr von unterwegs ganz einfach euren Stream steuern. Ja, das war's auch schon. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge, schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, haut da rein.